Der ID.3 GTX kommt wohl frühestens 2023, VW Elektrokleinwagen kommt als VW, Cupra und Skoda Modell und Farase setzt mit seiner Ultra-High-Power-Batteriezelle neue Maßstäbe. Es gibt wieder einige interessante Meldungen in der Elektromobilität und die erfahrt ihr jetzt hier bei den Project News. Bei Elektromobilität denken alle zuerst einmal an E-Autos, vielleicht noch an E-LKWs oder E-Busse. Kaum jemand denkt dabei an Intralogistik, Sonderfahrzeuge oder Baufahrzeuge oder sogar an die größten Fahrzeuge der Welt. Die Großmuldenkipper im Tagebau. Der britische Bergbau- und Rohstoffkonzern Anglo American zeigt nun, dass auch diese PS- und Gewichtsmonster emissionsfrei betrieben werden können. Der Prototyp eines Großmuldenkippers mit Brennstoffzellenantrieb wurde kürzlich in der Mogalak-Wena-Mine im Nordwesten Südafrikas in Betrieb genommen, wo Platinerz abgebaut wird. Wer schon einmal einen solchen Großmuldenkipper aus der Nähe gesehen hat, kann nur staunen. Die mehrere 100 Tonnen schweren Geräte können bis zu 300 Tonnen Nutzlast aufnehmen und sind beinahe 10 Meter hoch. Auf dem steirischen Erzberg, einem Eisenerztagebau, kann man sogar mit einem umgebauten Kipper mitfahren, sofern man schwindelfrei ist. Die Elektrifizierung eines solchen Monsters scheint daher wenig naheliegend und ist dennoch möglich. Der emissionsfreie Kipper von Anglo American kombiniert mehrere Brennstoffzellen mit einem 1,2 Megawattstunden Batteriepaket für eine Gesamtleistung von 2 Megawatt. Die Brennstoffzellen leisten allein etwa 800 Kilowatt. Bei 220 Tonnen Eigengewicht kann er 290 Tonnen Nutzlast transportieren, was ein Gesamtgewicht von 510 Tonnen ergibt. E-Auto-Batterien von Renault haben sich im harten Ausdauertest des Alltags bewährt. Mehr als 99% aller seit Marktstart 2013 im Elektro-Bestseller Zoe E-Tech eingesetzten Akkus sollen noch voll funktionsfähig sein und mindestens 70% ihrer Ursprungskapazität zum Zeitpunkt des Fahrzeugkaufs aufweisen. Dies gelte für sämtliche Batterietypen des kompakten Fünftürers vom 22 Kilowattstunden Akku der ersten Produktionsjahre bis hin zur aktuellen 52 Kilowattstunden Batterie, so Renault in einer aktuellen Mitteilung. Renault gewährt beim Zoe E-Tech auf gekaufte Batterien eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometer. Außerdem garantiert der französische Hersteller über diesen Zeitraum bzw. die komplette Distanz eine Mindestkapazität von 70% des bei Erwerb des Fahrzeugs vorhandenen Werts. In Anspruch nehmen mussten dieses Angebot dem Hersteller zufolge bislang nur sehr wenige Kunden. Weniger als 1% aller jemals in Deutschland im Umlauf gebrachten Zoe-Akkus unterschritten demnach diese Marke und mussten ausgetauscht werden. Dies betreffe auch Fahrzeuge, deren Batteriegarantie bereits abgelaufen ist. Damit zeigt Renault, dass Bedenken wegen nachlassender Performance des Stromspeichers zum größten Teil unbegründet sind. NIO bestätigte Anfang August letzten Jahres, dass das Unternehmen mit einer Submarke in den Massenmarkt einsteigen will und sagte, dass diese Marke günstiger als Tesla sei, aber deren E-Autos übertreffen werde. Bisweilen wurde es ruhig zu diesem Thema. Lediglich die Aussage ist gefallen, dass die Submarke das Batteriewechselstationennetz von NIO nutzen könne. Darüber hinaus werden die Pläne noch konkreter. Die Hefei Economic Development Zone und NIO unterzeichnen eine Kooperationsvereinbarung für NIO Park Phase 2 und Schlüsselkomponenten zur Unterstützung von Projekten. Wie aus der Berichterstattung der chinesischen Medien herausgeht, soll auf der 1,24 Quadratkilometer großen Fläche die Produktion von neuen Mittel- bis Oberklasse-Elektroautos der NIO-Submarke vorzufinden sein. Diese soll ab 2024 in Betrieb genommen werden. Wie der chinesische Automobilhersteller bereits in der Vergangenheit zu verstehen gab, wolle man mit Tesla und Volkswagen konkurrieren. Gerade für große Nutzfahrzeuge wie LKWs oder Busse sind wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen eine wesentliche Technologie zur Elektrifizierung. Allerdings fährt so ein E-LKW oder E-Bus nur dann wirklich emissionsfrei, wenn der Wasserstoff mit Hilfe von erneuerbaren Energien hergestellt wird, also grün ist. Anlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff gibt es derzeit aber nur wenige. Eine solche Anlage entsteht nun im bayerischen Pfeffenhausen. Ab 2023 sollen dort täglich 1200 Kilogramm grüner Wasserstoff erzeugt werden. Kernstück der Anlage ist ein 5 Megawatt starker Elektrolyseur, der Wasser in Sauer- und Wasserstoff aufspaltet. Im Herbst diesen Jahres soll der Spatenstich erfolgen. Ab der zweiten Jahreshälfte 2023 ist die Betriebsaufnahme geplant. Der erzeugte Wasserstoff wird auf 450 bar verdichtet und in einer Abfüllstation im Druckgastrailer mit einer Kapazität von 1250 Kilogramm abgefüllt.
Diese bringen den grünen Wasserstoff an 2 Bus- und Lkw-Tankstellen in den Landkreisen München und Ebersberg, wo ab 2023 10 Wasserstoff-Brennstoffzellenbusse den Regionalverkehrsbetrieb aufnehmen werden. Zusätzlich werden auch noch andere Kunden aus dem Mobilitäts- und Energiebereich beliefert. Ab 2024/25 auch das in direkter Nachbarschaft der Anlage geplante Wasserstofftechnologie-Anwenderzentrum, das WTAZ. Das WTAZ ist Teil des Nationalen Innovations- und Technologiezentrums Wasserstoff ITZ. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann schämt euch. Aber hey, das ist gar nicht so schwer, einfach auf Abonnieren drücken. Lasst auch gerne ein Like für die News da und schaut auch gerne auf meinem Instagram vorbei. Weiter geht's. Das Plattform-Sharing hat im VW-Konzern eine lange Tradition. Schon bei den Verbrennern wurden Fahrzeuge nahezu baugleich unter verschiedenen Marken vertrieben. Das soll beim für 2025 geplanten E-Kleinwagen ID. Life nicht anders sein. Die dafür gebaute Plattform wird auch für Modelle von Škoda und Cupra verwendet. Damit sind auch Gerüchte vom Tisch, dass der ID. Life nicht kommen sollte, wie Medien Anfang des Jahres berichteten. Die ID. Life-Studie wurde im letzten Jahr vorgestellt, der kantige Crossover kam aber offenbar nicht gut an. Dies wurde von VW zwar dementiert, der neue Entwurf zeigt jedoch ein SUV-Crossover im Stil der ID.-Linie mit deutlich fließenderen Linien. Das Modell der Schwestermarke Cupra soll hingegen sportlicher und dynamischer werden, gleich einem urbanen Rennwagen Urban Rebel, als Straßenversion etwas konservativer. Das Škoda-Modell ähnelt eher einem kleinen SUV mit noch erkennbaren Anleihen an der kantigen Form des ursprünglichen Entwurfs für den ID. Life. Zur Technik hält sich der VW-Konzern noch bedeckt. Bekannt ist bisher nur, dass eine verkürzte Version der MEB-Plattform zum Einsatz kommen soll. Die Modelle sollen eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern versprechen bei überschaubarer Leistung in der Basisversion bzw. etwas höherer Leistung in der Sportversion. Schon damals stand das Race of Range im Fokus des chinesischen Zulieferfarases Energy. Knapp ein halbes Jahr später konnte nun offiziell verkündet werden, dass man eine ultra-high-powered Batteriezelle fertigt, welche eine Schnellladezeit von unter 15 Minuten erreicht, bei einer gleichzeitig hohen Energiedichte von 300 Wattstunden pro Kilogramm. Deren Serienfertigung sei für 2025 geplant. Bei der Entwicklung der Ultra-High-Power-Variante der 4. Generation an Batteriezellen habe man 2 Trends zusammengebracht, indem das Unternehmen eine hohe Energiedichte für große Reichweiten und eine hohe Leistung für die Schnellladefähigkeit verbunden hat. So war es in der Vergangenheit lange das Ziel, die Reichweite von E-Autos an die von Verbrennern heranzubringen, wie Dr. Kate Kepler, CTO und Mitbegründer von Farasis Energy zu verstehen gibt. Die Ultra-High-Power-Variante der Zellgeneration 4 von Farasis überzeugte künftig nicht nur durch die aufgeführte höhere Energiedichte, sondern auch durch eine deutliche Verbesserung der Schnellladezeit. Bei dieser Variante kann der Fokus je nach Kundenwunsch mehr auf die Reichweite oder mehr auf die Schnellladefähigkeit gelegt werden. In weniger als 15 Minuten kann die Batterie im Schnelllademodus von 10 auf 80% aufgeladen werden. Eine zusätzliche Reichweite von 250 Kilometern könne man in 8 Minuten an der Ladestation erreichen. Nach der erfolgreichen Einführung der Lucid Air Dream Edition P und der Lucid Air Dream Edition R in Nordamerika mit einem begrenzten Volumen von 520 Einheiten kündigte der Hersteller an, bestehenden Reservierungsinhabern in Europa ebenfalls eine begrenzte Anzahl limitierter Modelle anzubieten, um die Einführung des Lucid Air zu feiern. Diese beiden verschiedenen Versionen mit der Dream Edition P mit einem leistungsoptimierten Antriebsstrang und der Dream Edition R, die den Fokus auf die Maximierung der Reichweite verkörpert, werden Reservierungsinhabern in Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz angeboten, solange verfügbar. In Deutschland kostet das limitierte Einführungsmodell 218.000 €. Die ersten Auslieferungen werden voraussichtlich Ende 2022 beginnen, so Lucid. Die Preise und Liefertermine für die günstigeren Varianten Lucid Air Pure, Air Touring und Air Grand Touring sowie die Optionspreise für die EU-Märkte will der Hersteller noch in diesem Jahr bekannt geben. Sie werden aber voraussichtlich bei etwa 100.000 € für den Lucid Air Pure in Deutschland beginnen. Das wäre deutlich teurer als auf dem US-Markt, wo der Air Pure schon ab 77.400 US-Dollar zu haben ist, also umgerechnet gut 73.000 €. Der höhere Preis dürfte vor allem aus den zusätzlich aufgeschlagenen 19% Mehrwertsteuer sowie den Kosten für die Überseeverschiffung resultieren. Produziert werden die Fahrzeuge in den USA. Der VW ID.3 GTX, die geplante Performance-Variante des ID.3, wird wohl nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt kommen.
Denn der ID.3 GTX soll auf dem überarbeiteten ID.3 basieren, dessen Facelift frühestens für 2023 erwartet wird. Das berichtet AutoExpress unter Berufung auf Aussagen von VW-Produktsprecher Martin Hube bei der Vorstellung des ID.5 in Österreich. Das Serienmodell des ID.3 GTX soll nicht so leistungsstark werden wie das im vergangenen Jahr unter dem Projektnamen ID.X gezeigte Konzeptfahrzeug. Damals war von 245 kW die Rede. Das Serienmodell dürfte eher den bekannten Antrieb aus dem ID.4 GTX und dem ID.5 GTX erhalten, also einen Allradantrieb mit 220 kW. Der ID.3 ist bekanntlich seit Ende 2019 in Produktion, wurde aber erst seit 2020 ausgeliefert. Eine Modellpflege nach 4 Jahren Produktion scheint dem üblichen Produktzyklus zu folgen. Da VW bei den GTX-Modellen mehr als nur den Antrieb ändert, ist es auch verständlich, dass nicht für ein Jahr spezielle Komponenten für den ID.3 GTX in geringen Stückzahlen hergestellt werden, wenn diese mit dem Facelift wieder geändert werden müssen. Und das waren die Project News für die KW 19. Wenn euch meine Videos gefallen, wisst ihr was zu tun ist und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.